Hallo zusammen zum inzwischen zweiten Video unseres Carcamp-Projekts. Heute geht's weiter mit dem Zerlegen. Ich hatte schon mal ein wenig angefangen, ohne Videobegleitung, zumindest so die schlimmste Stelle abzubauen. Das sah dahinter auch nicht wirklich gut aus, zeige ich euch gleich. Noch eine Kleinigkeit, ich habe gerade die Batterie gefunden. Da können wir ja mal zusammen hingehen. So, die Leiter steht schon mal. Licht habe ich. Und dann müssen wir in die hinterste Ecke reinklettern. Da! Eine gute Vata. Sogar 90 Ampere, ein dickes Ding. Ja, die wird wohl nicht mehr so fit sein. Die nehme ich nachher mal mit und werde die zu Hause ordentlich aufladen. Und mal gucken, in welchem Zustand die überhaupt ist. Ob da überhaupt noch was zu retten ist, aber ich denke schon. Genau. Hier ist auch irgendwie, ups, dunkel, irgendeine andere Platte vorgesetzt worden. Hier ist das Fach, wo die Gasflasche drin ist. Da ist sogar auch noch eine drin. Da. Da ist, glaube ich, nichts. Was ist das denn? Irgend so ein Elektroheizer oder so, Heizlüfter. Tja. Ja. Sieht aber auch aus wie von anno dazu mal. Und hier ist noch so ein Fach und eine Sicherung. Dahinter ist ja der 230 Volt Landanschluss. Wahrscheinlich davon FI oder so. Ja, also gemütlich ist was anderes hier. Jetzt im Moment, wenn man reinkrabbeln muss. Aber ich glaube, wenn man hier drin liegt, ist es ganz cool. Ja, schön weich. So, und wie gesagt, ein bisschen was hatte ich letztes Mal schon ausgebaut. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Bilder des Grauens. Also da in dieser Ecke war halt auch so ein Schrank wie hier. Und man hat aber auch schon gesehen, dass da richtig feucht drunter ist. Und ja, es sieht nicht gut aus. Grund dafür ist, der Vorbesitzer hatte halt hier irgendwelche Schrauben komplett durchgebohrt zum Dach, um dann seinen Träger da zu befestigen für, weiß ich nicht, Sportboot oder was auch immer. Ja, sowas sollte man aber auch abdichten, wenn man mal eben zum Dach durchschraubt. Also das ist doch logisch. Ja, wurde wohl nicht gemacht, deshalb kam hier auch immer schön Wasser, Feuchtigkeit rein und hat dann auch schön gearbeitet. Ja, mal sehen, was sonst noch zutage kommt, wenn ich hier weiter ausbaue. Erstmal müssen die ganzen Sachen hier raus. Die nerven nämlich einfach nur und nehmen Platz weg. Hier war halt so dieser Schrank dran. Wie ist das denn genäht? Da kann ich ja besser. So, die Polster sind schon mal raus. Hier ist noch irgendeine XXL-Platte. Auch richtig schwer. Keine Ahnung, wofür die sein soll. Wäre eigentlich auch praktisch, wenn der Tisch hier mal rauskommt. Der nimmt auch viel Platz weg, wenn man hier dran arbeitet. Ja. Ich würde sagen, der kommt raus.
Kann man den etwa einfach rausdrehen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sich irgendwas tut, aber ja, tut sich nichts. Wäre aber jetzt praktisch gewesen. Boah, der ist ja auch sauschwer. Junge, Junge, Junge. Also gerade in so einem Teil, wo man auf Gewicht achten sollte. Heftig. Ja, das Ding wiegt echt einiges. So, jetzt ist hier schon mal deutlich mehr Platz. Staufach oder Fächer, mehrere. Und die möchte ich jetzt gleich auch noch ausbauen. Mal gucken, was mich dahinter erwartet. So, weiter geht's. Hier Schrauben, da Schrauben, aber die nicht original sind. Also einer der Vorbesitzer hatte auf jeden Fall einen Schraubenfetisch. Ich hole die Kamera mal besser hier hin. Ja, leider passt das da nicht rein. Ich werde jetzt erstmal die Schrauben da entfernen. Eigentlich hätte ich das Tischbein auch abmontieren können, fällt mir gerade auf. Das stört ja auch nur. Oh, okay. Man hätte den Tisch auch einfach rausziehen können. Ja gut, man lernt halt immer dazu. Sechs Schrauben, 3, 6, 2 fehlen. So. 1, 2. Ja, aber die Tischplatte hätte ich glaube ich so oder so abgemacht. Jetzt wo ich weiß, dass sie so schwer ist, kann man auf jeden Fall gegen irgendwas leichteres ersetzen. Multiplex oder so. Schauen wir mal. So, boah, viel mehr Platz. Super. Echt besser. Wenn ich jetzt noch viel mehr Licht hätte, wäre es noch schöner. Ich glaube, ich hole mir mal so einen Strahler. Ein LED-Ding. Was ist das hier überhaupt? Achso,
Achso, das ist die Bodenplatte. So Wände bestehen ja meistens aus Sandwichplatten, also dünne, ja, irgendwas leichtes, Pappelholz oder sowas, Schichten, also Multiplexplatten, eine Schicht Styropor und dann von außen nochmal halt diese typische Wohnwagen-Alu-Schicht. Ja, und also mindestens hier innen die erste Schicht muss auf jeden Fall ersetzt werden. Ich glaube, das wäre ganz schlau, zuerst auf dieser Seite hier die Schublade abzubauen, weil dann kommt man besser an das hintere Teil ran. Ja, wollen wir mal. Als erstes diese antiquitierten Lampen ausbauen. Oh Mann, Quetschverbinder. Damit es schneller geht, Akkuschrauber. So, der Rest kommt sowieso mit dem Schrank runter. Es waren jetzt nur die 4 Schrauben, die noch an diesem Teil, dem hinteren Teil dran sind. Komme ich da mit dem Akkuschrauber dran? Jo. So. Unten diese hinten raus. An der Seite raus. Da ist raus, da ist raus. Und da ist raus. Autsch. Hier ist alles so eng, ey. Der dünne Boden ist mit so einer Art, mit so Tackern festgemacht worden. Da kriegt man natürlich jetzt super raus. So sieht es hier drin aus.
Das ist jetzt diese Bodenplatte, die ich gerade herausgeholt habe. So. So, jetzt sind rundherum sämtliche Schrauben ab. Da in den Ecken, da auf der Seite, da ist auch wieder ein bisschen Feuchtigkeitsspuren. Der Schraubenlöcher. Jetzt sollte das eigentlich so möglichst entgegenkommen. Achso, jetzt ist die Leiste da noch irgendwo dran. Genau, hier die zwei Minispiele. Kann das sein, dass von dieser Seite noch eine Schraube da drin ist? Jetzt haben wir hier natürlich auch so eine Bodenplatte, die fest drin ist, aufgehebelt werden muss. Nee, eigentlich nicht. Ach, die Kabel halten wahrscheinlich noch ein bisschen. So. Ja, jetzt löst es sich auch, genau. Perfekt. So, Schrank ohne Bodenplatte. Wobei, das Ding hat man eigentlich auch schon komplett rausgeschraubt. Ah, ja. Ist locker drin. Ah, zack, auch raus. Ja, genau, noch ein bisschen mehr Silikon ging nicht. Mann, ey. Aber immerhin sieht es hier schon mal ein bisschen besser aus. Ja.
der hintere Teil. Alle Schrauben gelöst. So. Hier sollte jetzt auch eigentlich alles gelöst sein. Verkantet sich das natürlich total. Mann. Wie haben die das Kackteil denn hier reinbekommen? Zuerst die Fenster ab oder was? Eine Ewigkeit später. Tja, keine Ahnung. Entweder breche ich das oder schneide es in der Mitte durch. Oder wie auch immer. Mann ey, so ein Scheiß. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier so alles runterholen können. Eine Tüte wäre gar nicht so schlecht. Schicht für Schicht. Die Schiene hier, weil die Leiste ist anscheinend nur geklebt. Mann, ist das nasses Holz, ey. Unfassbar. Das muss da richtig lange reingezogen haben. Zum Glück ist der Boden und sowas in Ordnung. Das ist klatschnass.
frage mich gerade, bis wohin die Feuchtigkeit hier drunter zieht. Hier sieht es ja wieder ganz in Ordnung aus. Ja, meine Hoffnung war jetzt, dass man diese Schalterplatte hier so schräg durchziehen kann. Aber es ist hinten zu lang. Also die Stecker sind zu lang. Weil da sind teilweise einfach nur schwarze Kabel, die ich komplett beschriften müsste. Erster Schalter von rechts und was weiß ich. Da habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Naja, passt vom Winkel nicht.